Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute gibt es gefüllte Auberginen im Ofen überbacken. Ein köstliches ketogenes Gericht, weil es ohne Kohlenhydrate auskommt. Mein altes Video zur gefüllten Auberginen in Tomatensauce gebacken im Ofen, das kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Wir werden jetzt 3 Bio-Auberginen einmal in der Hälfte durchschneiden und diese Hälften werden dann einfach mit einem Löffel ausgehöhlt, ohne die Schale dabei zu verletzen. Das Auberginenfleisch wird dann später zusammen mit dem Hackfleisch und auch mit Paprika für die Füllung verwendet. Das sind jetzt die 6 ausgehöhlten Auberginenhälften und die werden wir jetzt mit etwas Ghee, welches wir schmelzen werden und dann mit Knoblauchpulver und meinem Rosmarinsalz vermischen werden. Mit dieser Ghee-Mischung werden wir dann die Auberginenhälften von beiden Seiten bestreichen. Mein Video zum leckeren Rosmarinsalz, wie man das herstellt, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Jetzt werden, wie gesagt, die Auberginenhälften von beiden Seiten mit dieser gewürzten Butterschmalzmischung bestrichen, weil sie danach im Ofen vorgebacken werden. Das ist notwendig, damit sie am Ende vollständig gar sein werden. Und sobald das erledigt ist, kommen jetzt die Auberginenhälften in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius Ober- und Unterhitze und werden dort etwa 15 bis 20 Minuten vorgebacken. In dieser Zeit wird die Füllung zubereitet. Dazu schneiden wir zuallererst jetzt das Auberginenfleisch in ganz kleine Würfel. Und sobald das erledigt ist, stellen wir die Auberginenwürfel zur Seite und wenden uns jetzt der Pfanne zu, in der wir jetzt 2 gehackte Biozwiebeln, ich hatte hier jetzt eine rote und eine weiße Biozwiebel genommen, die werden wir jetzt in Ghee, auch wieder hier in Bio-Butterschmalz anbraten, solange bis sie anfangen glasig zu werden. Und sobald das der Fall ist, werden wir das Hackfleisch hinzugeben. Ich habe hier jetzt ordentlich viel Hackfleisch genommen, das sind 500 Gramm Bio-Hackfleisch vom Rind. Das war teilweise noch gefroren und es wird jetzt aufgetaut und so lange angebraten, bis es braun sein wird. So lange bereiten wir schon mal die Gewürze vor, und zwar Knoblauchpulver, Rosmarinsalz, Kräuter der Provence, frisch gestoßener schwarzer Pfeffer und Kurkuma. Diese Gewürze kommen dann zum Hackfleisch hinzu, sobald dieses richtig braun gebraten sein wird. Wie das jetzt hier zu sehen ist, die Gewürze werden dann noch 5 Minuten mitgebraten, damit sie ihr Aroma entfalten können. Und dann geben wir noch 2 Esslöffel Bio-Tomatenmark hinzu. Das wird dann auch nochmal mitgebraten. Und sobald das Tomatenmark hier gut vermischt ist mit dem Hackfleisch, kommt dann das Auberginenfleisch hinzu und wird dann jetzt ebenso mitgebraten mit dem Hackfleisch. Und zwar etwa 5 Minuten, bis es anfängt gar zu werden. Die Pfanne scheint etwas zu klein zu sein für diese ganze Mischung hier. Aber die Aubergine zerfällt mit der Zeit immer mehr und dann passt auch schon bald die nächste Zutat hinzu und das sind dann in Würfel geschnittene Paprika. Ich hatte hier jetzt die gelbe Paprika benutzt, natürlich immer von Bio-Qualität, versteht sich von selbst. Man könnte aber auch die rote Paprika verwenden, das würde sehr viel schöner fürs Auge aussehen, nur hatte ich die damals eben nicht vorrätig. Den Herd können wir schon mal ausstellen und dann wird die Restwärme reichen, die Mischung für weitere 5 Minuten garen zu lassen. In der Zwischenzeit sind die Auberginenhälften ausreichend vorgebacken, das heißt, sie sind jetzt zur Hälfte gar und das reicht vollkommen aus, denn die andere Hälfte wird dann mit der Füllung weitergaren im Ofen. Diese Auberginenhälften werden jetzt einfach mit der eben fertig gegarten Hackfleisch, Auberginen, Paprika-Mischung gefüllt. Der Ofen bleibt so lange an, denn es wird ja gleich wieder weitergehen. Die Auberginenhälften werden jetzt mit dieser Füllung gefüllt. Das geht ganz einfach und schnell. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmal betonen, wie wichtig ist, dass wir fortan nur noch das Biofleisch verwenden. Jetzt werden die gefüllten Auberginenhälften mit Bio-Käse bestreut und dann kommt das Blech auch schon wieder in den Ofen. Zwischendurch fiel mir ein, dass ich die gefüllten Auberginenhälften ja theoretisch auch in eine Auflaufform geben könnte, um eventuelle Flüssigkeiten aufzufangen. Ich wusste halt nicht, was jetzt sinnvoller ist, deswegen hatte ich zwischendurch einfach 4 dieser gefüllten Auberginenhälften in eine Auflaufform gegeben und die anderen 2 auf dem Blech gelassen, einfach zu sehen, was der Unterschied sein wird. Die gefüllten Auberginenhälften in der Auflaufform sind etwas saftiger geworden als die anderen 2, die auf dem Blech geblieben sind. Insgesamt dauert das Ganze maximal 20 bis 30 Minuten, bis dann auch diese gefüllten Auberginen fertig sein werden. Und wie wir sehen, sehen die richtig lecker aus. Fertig sind sie dann, wenn der Käse eben goldgelb überbacken ist. Das dauert eben nicht lange, weil die Füllung ja sozusagen vorher schon gar war und auch die Auberginenhälften vorgebacken wurden. So kann man dann diese leckeren gefüllten Auberginenhälften servieren. Die stellen eine vollständige Mahlzeit dar. Eine leichte, köstliche, trotzdem aber auch sättigende Mahlzeit.
Super einfach nachzumachen, probiert es unbedingt einmal aus. Die Aubergine ist besonders reich an Antioxidantien und zwar steckt in ihr ein ganzes Sammelsurium an sekundären Pflanzenstoffen. Dazu zählen Alkaloide, Carotinoide und viele antioxidativ wirksame phenolische Substanzen wie beispielsweise Phenolsäuren, zum Beispiel die Chlorogensäure, Tannine und Flavonoide wie zum Beispiel die Anthocyane, welche krebsvorbeugend sind und bei der Prävention und Behandlung von Diabetes Typ 2 ein großes Potenzial besitzen. Die phenolischen Verbindungen in der Aubergine helfen bei Bluthochdruck und die Chlorogensäure, eine der wichtigsten Wirkstoffe der Aubergine, wirken gegen Bakterien und Entzündungen und haben einen exzellenten therapeutischen Effekt bei Warzen, Verbrennungen und bei Krankheiten wie Stomatitis, also Entzündung der Mundschleimhaut, Arthritis und Gastritis. Selbst bei der Therapie von Krebs wird Auberginenextrakten zum Beispiel ein großartiges Potenzial zugesprochen. Und die leberschützende Wirkung der Aubergine kann klar auf den Gesamtgehalt aller phenolischen Substanzen zurückgeführt werden. Es lohnt sich daher allemal, die Aubergine des Öfteren in den Speiseplan zu integrieren. Da Auberginen aber nach dem Blattgemüse zu dem am meisten mit Pestiziden belasteten Gemüse zählen, wenn sie aus konventionellem Anbau stammen, sollten sie unbedingt in Bioqualität gekauft werden. Aber dies ist ja sowieso grundsätzlich meine Empfehlung, was alle Lebensmittel betrifft. Ja, damit ist ein weiteres leckeres, ketogenes Rezept beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Gebt mir auch gerne motivierende Kommentare unter das Video. Und vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße. Assalamu alaikum, eure Mariam.